Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier auf der CMT in Stuttgart. Und wir wollen unser Unternehmen ein bisschen vorstellen. Das ist World Insight Erlebnisreise. Ich habe das Ganze in 3 Teile unterteilt. Der erste Teil, da stellen wir ein bisschen vor, wer wir sind, was wir machen von World Insight. Und im Teil 2 machen wir nochmal eine kurz und bündige Zusammenfassung. Und im Teil 3 haben wir hier eine üppige Menge an Journalisten versammelt. Das ist sehr, sehr schön. Und da ist noch eine Fragerunde möglich. Sehr schön. Was machen wir? Wir machen echtes Reisen bei World Insight. Und so wie ich das sehe, hat die Technik den Ton abgestellt. Ist es möglich? Kann es sein? Kann nicht sein? Okay, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Also wir machen echtes Reisen versus Tourismus. Und was das bedeutet, das erkläre ich Ihnen jetzt in den nächsten 40 Minuten ungefähr. Echtes Reisen bedeutet wirklich die Welt zu entdecken in seinen ganzen Facetten, die Kulturen, die Länder. Herzlich willkommen hier zu unserer kleinen Pressekonferenz. Und die Landschaften und wir machen Begegnungen mit Land und Leuten. Und am besten sieht man das erstmal so ein bisschen emotional, was World Insight bedeutet, in einem kleinen Trailer. Ja, echtes Reisen bedeutet, die Emotionen anzuregen. Wir haben uns im letzten Jahr entschlossen, auf 4 Kataloge zu verzichten und stattdessen einen Travelog zu machen. Und der Grund dafür ist bewusster Umgang mit Ressourcen, wie wir auch bewusst auf unseren Reisen umgehen. Und in diesem Travelog, da erlebt ihr die Reisen, habt einen schönen Überblick über unsere Touren, ihr habt viele Hintergrundinformationen zu unseren Touren und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben 150 Tonnen an Papier gespart bei unserem Travelog und wir machen die Verbindung zwischen Printmedium und Online-Medium, denn via QR-Codes geht die Reise dann bei allen unseren Touren hier weiter. Unser Reiseangebot bleibt so umfassend wie immer. Wir haben verschiedene Reiseformen. Das eine sind unsere Erlebnisreisen, da erleben Sie unser Land in all seinen Facetten. Die ganzen kulturellen Highlights, die landschaftlichen Highlights, viel Begegnung mit den Menschen. Die Höhepunkte erleben wir, aber eben auch viele Geheimtipps. Dann haben wir für Menschen, die es eben besonders aktiv mögen, haben wir die Aktiv-Plus-Variante. Da haben wir mehrtägige Wanderungen oder mehrtägige Fahrradtouren inkludiert. Und dann haben wir unsere Comfort-Plus-Variante. Die Comfort-Plus-Variante, da greifen wir auf besonders ausgewählte Hotels zurück. Und last but not least die Variante Family für alle Familien mit Kindern zwischen 6 und 16 Jahren, die mehr erleben wollen als Sonne, Strand und Meer. Da gehen wir da auf Erlebnisreisen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Nochmal ein bisschen Inhalt bei unseren Reisen. Wir haben bunte Programme bei unseren Touren. Und das sehen wir jetzt hier mal beim Beispiel von einer großen Mexiko-Reise. Da erlebt ihr selbstverständlich alle Highlights zwischen Mexico City und Yucatan. Chichen Itza ist dabei, Palenque ist dabei, die ganzen Kolonialstädte sind dabei. Aber es gibt eben auf unseren Touren auch immer wieder was Besonderes zu erleben. Herzlich willkommen hier bei unserer Pressekonferenz. Schön, dass Sie da sind. Und besonderes Erleben bedeutet bei uns beispielsweise, und da haben wir schon einen Blick in unseren Travelog, das bedeutet beispielsweise einen Abstecher bei dieser Mexiko-Reise zu den sogenannten Lacandonen-Indianern. Und diese Lacandonen-Indianern, die verfolgen wir jetzt hier mal bei einem kleinen Video mit unserer Reiseleiterin, der Cara Chain. Aquí
empieza la caminata para llegar Cascada, el Corchonero y a 500 Metros más llegamos Cenote Corchonero. Also hier fangen wir mit unserer Dschungelwanderung an, mit unserem Maya-Lacandon-Guide Elias. Und ungefähr 500 Meter von hier kommt dann auch, also zuerst kommen wir an einem Wasserfall vorbei und dann kommen wir zu einem Cenote, also einem Cenote mitten im Dschungel. Yo me crecí en esta selva y lo que me enseñó mi abuelo, José Pepe Chambor, nos enseñó muchas plantas que utilizarlas. Entonces aprendí mucho eso y lo amo mucho porque en la selva podemos ver diferentes árboles, pero nos trae algo que curarnos, que hay que saber aprovechar. Also sagt, dass sein Großvater ihm einfach alles beigebracht hat aus der Natur, also herauszunehmen, was man braucht, weil Pflanzen sind ja kurativ und die haben ganz viele Nutzen. Ja, das ist wirklich was Besonderes, zu diesen Lacandonen Indigener zu gehen, auf eurer Mexiko-Reise. Ihr erlebt eben nicht nur die Highlights, sondern eben auch solche besonderen Gadgets, wie beispielsweise hier dieser Ausflug mit dem Lacandonen Indigener. Ja, der erlebt man einfach im Land nochmal von einer ganz anderen Seite. Die Reiseleiterin Cara Jane ist deutschsprachig und unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter weltweit, die können natürlich auch die Landessprache. Insofern können sie natürlich auch wunderbar die Brücke zu den Einheimischen schaffen. Ja, was zeichnen unsere Reisen sonst noch aus? Das ist Ankommen statt Abhaken und das zeige ich euch auch nochmal hier so ein bisschen am Beispiel von einer Islandreise. Da werfen wir mal einen Blick in unseren Travelog herein und das ist eine Reise, die werdet ihr sonst nirgends in dieser Art sehen. Wir haben nämlich einmal diese sogenannte Ringstraße bei Island mit drin in diesem Programm. Da übernachten wir in netten kleinen Unterkünften, aber wir gehen auch ins isländische Hochland. Und da seht ihr, da blicken wir mal in so Zelte rein, da blicken wir mal in so Kochtöpfe rein, da wird es richtig abenteuerlich. Aber dafür wird man mit einmaligen Erlebnissen belohnt, wie hier. Schaut euch das mal an. Das ist einer unserer Campingplätze im isländischen Hochland. Das ist Luxus. Das ist der Luxus der Weite. Der Luxus der Natur und da bin ich mit einem unserer Country Manager unterwegs, das ist der Andreas Damson. Da sind wir immer auf Inspection Tour, weil wir erstmal auf Tour gehen und uns das alles angucken, bevor wir mit unseren Reisenden losfahren. Das ist einfach eine Sache der Qualität. Und dann schauen wir uns da um. Das ist der Campingplatz hier. Ja, hier sieht man den Obsidianstrom, der kommt aus Landmannalauga. Das ist schwarzes Vulkanglas, das eben wie so ein Lavastrom so rübergeflossen ist durch das Tal und hier in den See reingeflossen ist. Und dabei, naja, so ganz schnell auch nicht, weil, also im gerne hereinspaziert, auch wenn ihr nicht von der Presse seid. Nimmt Platz. Und da hat sich das schwarze Vulkanglas rausgebildet und das wird man nachher unter die Lupe nehmen. Ja, und hier habt ihr einen Blick einfach in die Weite des Hochlands. Wenn ihr das Hochland erleben wollt, dann müsst ihr auf Komfort zwischendurch verzichten. Denn diese ganzen Unterkünfte und Hotels in Island, die gibt es nur in der Ringstraße. Auch das ist sehr, sehr schön, sehr spannend. Gibt es viele Gletscher, gibt es andere spannende Dinge. Aber das Hochland, das ist wirklich wie eine Landschaft auf dem Mars. Schaut es euch einfach mal an. Aber da gibt es diese Unterkünfte nicht. Da muss man ein bisschen Komfortverzicht üben, machen wir zwischendurch aus. Und Komfortverzicht bedeutet hier auch, mit den Elementen umgehen zu müssen zwischendurch. Weil nicht immer ist das Wetter so schön, wie ihr es hier seht, sondern es kann auch mal ganz, ganz stürmisch sein zwischendurch. Aber am Ende des Tages werdet ihr was Sensationelles erlebt haben. So, lieber Andreas, jetzt scheinen wir das Hochland zu verlassen und fahren Richtung Tiefland, oder? Ja, wir haben das Hochland hinter uns und vor uns sehen wir jetzt die Südküste. Wenn du ganz da hinten schaust, da siehst du schon das Meer. Das täuscht, aber es sind noch 40 Kilometer bis dorthin. Andreas, was bedeutet denn hier dieser Steinhaufen?
Das zeige ich dir jetzt. Jetzt nimmst du den Stein und wir legen den da drauf. Das bedeutet nämlich Dankbarkeit, dass wir das Hochland überlebt haben. Das war nämlich früher in der Historie gar nicht mehr so selbstverständlich. Da sind die Leute vom Norden nach Süden. Und ich sag mal, 30% Schwund war immer. Wir haben es geschafft, deshalb legen wir uns ein Steinchen drauf. Andreas hat es angesprochen, Dankbarkeit. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren haben wir erlebt, was es bedeutet, dankbar zu sein, bewusst zu reisen. Es ist nicht selbstverständlich, auf Tour gehen zu dürfen. Und vielleicht ist das eine der guten Seiten von Corona, dass wir unser Bewusstsein ein bisschen verändert haben, dass wir bewusster in die Länder reisen. Wir hatten wahnsinnig tolle Reisen mit unseren Touren. Hier mal einen Blick auf unsere Reisegruppe beispielsweise. Die haben wirklich ausnahmsweise, die mussten größere Beschwerden in Kauf nehmen durch Tests und alles Mögliche, haben dafür aber unfassbar Schönes erlebt. Etwas, was uns selbstverständlich auszeichnet, sind kleine Gruppen. Maximal 16 Teilnehmer haben wir bei unseren Reisen mit dabei, damit es wirklich Spaß macht. Groß genug, um andere Leute kennenzulernen, klein genug, um wirklich was zu erleben mit der deutschsprachigen Reiseleitung. Und da blicken wir mal rein in eine unserer Gruppenreisen nach Costa Rica. Dass wir hier am Wegesrand schon sehr viel finden könnten, wenn man genau aufpasst. Insekten, Vögel, da vorne waren schon ein paar Leguane sogar, die man sehen konnte auf den Bäumen. Eventuell sehen wir Affen, auch Faultiere sind hier zu Hause. Aspekt von Reisen in der Gruppe ist neben einer gut geplanten Reise, tollen Reiseleitung, sind super Gäste vor allem auch. Ja. Ich würde sagen, hier bei World Inside, wir haben einfach tolle Leute, die auf Tour gehen. Es macht wirklich Spaß mit denen. Das sind aufgeschlossene Menschen, tolerant, die wollen wirklich was von der Welt sehen. Und das ist auch ein Privileg hier von World Inside, dass wir solche Menschen anziehen. Wunderbar, freut mich immer, hier sowas zu zeigen, dass wir einfach auch tolle Gäste haben. Was für uns wichtig ist bei unseren Reisen, ist neben diesen ganzen Highlights, die wir ins Programm einbauen, sind eben Begegnungen und da eben nicht diese folklorische Massenveranstaltung, sondern echte Begegnungen, wie beispielsweise hier. Da blicken wir mal nach Guatemala, in die Region vom See Atitla. Da kann man in Panajachel übernachten, da sind die ganzen Touri-Hochburgen. Oder man kann... Und so muss man das machen. Ja? So klatschen, einmal hoch, einmal runter und versuchen zu drehen. Man kann in sogenannte Casa Particulares gehen. Übernachtet man bei den Einheimischen und erlebt natürlich das Volk der Maya, die heute hier noch im Hochland leben von Guatemala, erlebt die auf eine ganz andere Weise als in diesen touristischen Hochburgen. Das ist mein Tortilla. Ich glaube, wir Deutschen kochen wir hier zusammen, isst gemeinsam mit der Familie. Aber wenn man dieses Lachen blickt von diesen Menschen, also mir persönlich, geht da das Herz auf. Una cena con ustedes y nosotros. Es muy especial para nosotros también. Muchas gracias. Entonces, vamos a cenar. Buen provecho. Buen provecho. Uts Kawain en maya. Bon appetit.
Mire, la habitación que nosotros el nombre de la habitación es Posadas Mayas. Está en Sutujil. Posada Maya porque nosotros, ¿por qué decimos Posada Mayas? Porque no tenemos wiper, no tenemos internet. Also das heißt, Posada Mayas, so hat man es extra genannt hier, diese Unterkunft, weil es eben kein Hotel ist, weil es eben kein Internet hat, weil es eben nicht das normale Hotel ist. Es gibt auch nicht viele Zimmer, hier ist zum Beispiel ein Zimmer, deshalb werden die Gruppen auch auf ein oder maximal 2 Zimmer dann verteilt, also für verschiedene Familien verteilt. Und dann geht es einfach darum, wirklich die Kultur der Maya kennenzulernen, durch bei einer Maya-Familie zu übernachten. Und das ist die Idee der Posada Maya. Wir haben hier auch gemeinsam gegessen, die Kultur wirklich kennengelernt, man kommt ins Gespräch und erfährt dann wirklich diese Begegnung auf Augenhöhe. Und dann hat man eben auch eine wunderbare Reiseleiterin dabei, wie die Anna, und die kann dann auch entsprechend übersetzen. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, und kann man eben auch nicht mit allen Gästen machen. Wenn jeder das gleiche Zimmer haben will, dann kann man nicht zu den Posada Mayas gehen. Das funktioniert nicht. Aber unsere Leute haben die Aufgeschlossenheit, dass es so ist. Und deshalb können sie diese unfassbar schönen Erlebnisse auch mitnehmen. Ja, wir entdecken die Welt bei unseren Reisen. Das ist echtes Reisen. Beispielsweise Jordanien. Werfen wir hier nochmal einen Blick in unseren Travelog hinein. Ja, hier seht ihr, was dieser Mehrwert von unserem Travelog ist. Man hat einen schönen Überblick über unsere Tour beispielsweise. Hier haben wir ein Jordanien Aktiv Plus Abenteuer. Hier sieht man schnell den Reiseverlauf. Wenn man den QR-Code unten anschaut, kriegt man den kompletten Reiseverlauf nochmal geliefert mit allen anderen Informationen, wie die Hotels sind und alles Mögliche. Dann haben wir noch so eine kleine Story hinterlegt. Wie sieht zum Beispiel so ein Zerb aus? Das ist ein traditionelles Essen in Jordanien. Und wir haben bei unserem Travelog auch Hintergrundberichte mit eingebaut von unseren Gästen, die dann darüber berichten. Und wenn man dann auf den QR-Code hier unten beispielsweise geht, dann geht man mit Mohammed auf Entdeckungstour durch dieses fantastische Land und kriegt ein bisschen Appetizer in unserem Travelog geliefert. Mohammed, wir sind jetzt im Wadi Ram und heute Morgen bin ich aufgewacht. Ich weiß nicht, ob es dir auch noch so geht. Du bist ja viel öfters hier im Wadi Ram. Ja. Und du stehst auf, gehst durch dein Beduinenfeld raus und dann, dann siehst du diese fantastische Naturlandschaft. Hier haben wir sie vor uns, dieses Wadi Ram. Wie ist denn das entstanden, dieses Wadi Ram? Wie sind denn diese spektakulären Landschaften überhaupt entstanden? Ja, Otti, das geht mir genauso wie dir. Ich bin auch aufgestanden, egal wie oft ich hier bin. Ja, das ist immer schön. Ja, wenn man vor allem morgens aufwacht und die schöne Landschaft hier, die Mondlandschaft hier vor sich hat, ja, da hat man natürlich ja wunderbare Gefühle und man will das mehr kennenlernen. Ja. Und das ist, wie das entstanden ist, ja, das ist vor Millionen Jahren entstanden das war alles hier, dieser Sand und vor allem hier die Berge, das war alles Staub im Ozean. Durch Wasserdruck ja entstanden die Schichten der Berge hier.
habt die Cara Jane gesehen, ihr habt die Anna gesehen, ihr habt jetzt den Mohammed gesehen. Eines unserer Herzstücke, selbstverständlich von unseren Touren, das sind unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter in der ganzen Welt. Und für uns sind es nicht nur einfach irgendwie lokale deutschsprachige Guides, sondern das sind für uns alle Menschen. Und deshalb ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir die auch in der Welt schulen, dass wir alle kennen, dass wir mit allen trainieren und dass wir mit allen zwischendurch mal ein Bierchen trinken, damit die das zurückgeben, was wir wollen, nämlich Reisen mit Herz. Ihr wisst, wir machen Reisen von Freunden für Freunde. Freunde spricht man mit Du an, deshalb sprechen wir auch unsere Gäste mit Du an. Weil wir wollen Spaß haben auf der Tour, wir wollen gemeinsam auf Entdeckung gehen und da passt das Du einfach besser. Und das finden unsere Reisenden auch wirklich sympathisch. Was sind die wichtigsten Aufgaben eines Reiseleiters? Reiseleiter müssen Informationen geben. Die Leute sollen nach Hause kommen und nicht sagen, Laos ist klasse, sondern Laos mit World Insight war klasse. Die Deutschen, wenn sie so eine Reise machen, die möchten Menschen aus dem Land kennenlernen. Und da habt ihr natürlich die allerbesten Chancen, ihr sprecht die Sprache und dann gehen die nach Hause und sagen, wir haben den Fischer kennengelernt. Der Fischer hat uns erzählt, das und das. Das heißt, es ist eine Originalinformation und die ist viel mehr wert als eine Information aus dem Reiseführer. Was lernt man zum Beispiel in der Ausbildung? Machen wir an der Stelle mal weiter. Hier, also ihr seht, Reiseleiterinnen spielen eine enorm eine enorm wichtige Rolle bei World Insight, weil sie einfach die Brücke schlagen. Sie kommen aus dem Land oder leben seit vielen Jahren in dem Land, kennen sich richtig gut aus, kennen nicht nur die kulturelle Mentalität, sondern kennen einfach auch die Sprache und können so die Brücke schlagen. Nachhaltigkeit ist uns wichtig bei unseren Touren, ganz, ganz wichtig. Was machen wir Richtung Nachhaltigkeit? Das ist, ja, wir haben bei allen unseren Reisen haben wir das Rain and Fly inkludiert, einfach um Zubringerflüge zu vermeiden. Wir haben eine Kooperation mit Atmosphäre, was sehr renommiert ist. Also man gleicht quasi seinen CO2-Fußabdruck aus durch Projekte in der Welt, die wir unterstützen können. Dann nutzen wir, das ist auch ganz, ganz wichtig, wird oft unterschätzt, familiäre Unterkünfte in der ganzen Welt. Wir nutzen jetzt keine großen Hotelketten, so bleibt das Geld auch im Land. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, wir haben die Guides gesehen, es ist wichtig, dass man Menschen gut behandelt und es ist wichtig, dass man Menschen fair bezahlt. Und deshalb faire Bezahlung von Guides und Leistungsträgern ist uns ganz, ganz wichtig, denn nur so kriegt man auch wirklich die Reisen mit Herz, die man dann auch haben möchte. Soziale Projekte weltweit unterstützen wir. Eines davon, das ist eine Englischschule in Kambodscha und das wollen wir euch mal ganz, ganz schnell hier vorstellen. Abseits der Touristenpfade reisen. Für dich ist es auch eine tolle Erfahrung als Reiseleiter, oder? Ja. Und Prasad, es ist ein schönes Dorf, das liegt am Fluss von Slot-Fluss. Und es gibt 3 Dörfer und es gibt in der Mitte eine Pagode und eine Schule, heißt Prasad. Deswegen wir fahren hin zum unser Eco-Lodge. Genau, und wir haben da eine Schule aufgebaut, eine Englischschule. Das ist wirklich eine gute Sache, denn auf diese Art und Weise haben hier 800 Kinder die Möglichkeit, Englisch zu lernen, was sonst nicht möglich wäre hier in dieser Region. Ja, unser Claim, der ist Lebe deinen Traum und wir wollen unsere Träume leben bei unseren Reisen und wir wollen eben auch
bisschen was zurückgeben in diese Welt und eines davon dieser Projekte ist eben unsere Englischschule in Prasad. Wir haben aber auch noch viele andere, beispielsweise hier unterstützen wir ein Dorf in Costa Rica. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf das nächste Herzstück von World Inside. Das ist nämlich unser Team in Köln, klein, fein, professionell. Ich habe hier jemanden dabei, das ist der Simon, wichtiger Teil von unserem Team. Bei uns ist eigentlich jeder wichtig in unserem Team, weil wir eben ein kleines, feines Team sind von mittlerweile wieder 40 Menschen nach Corona, Tendenz stark steigend. Und das ist unser Zuhause in Köln. Ihr kennt den Film schon. Bitte? Oh, Gottes Willen. Also unser Büro in Köln ist so aufgebaut wie ein übergroßer Messestand. Also eigentlich sind wir besuchbar, nach Corona wieder gar kein Problem. Und im hinteren Bereich ist eben der Backoffice-Bereich, da rauchen die Köpfe, da werden die ganzen Reisen konstruiert, gemacht, geplant, getan. Und ja, das ist unser Büro in Köln und es ist wichtig für uns, dass die Türen eigentlich offen stehen für unsere wunderbaren Gäste, dass man uns besuchen kann, dass wir erreichbar sind, sei es per Telefon, sei es live und nicht nur im Internet, das selbstverständlich auch. Da sind wir schon beim Thema Marketing von World Inside. Wichtiges Tool von uns ist eben das Web, da kommen wir gleich zu sprechen, aber ganz wichtiges Tool ist auch, wir machen sehr, sehr viele Live-Präsentationen in allen deutschen Städten und den wichtigsten großen deutschen Städten. Das ist wie live und wie sowas aussieht, das zeigen wir euch hier. Ja, da wollen wir euch einfach Appetit machen auf die Touren. Wir haben ja schönes, in Anführungszeichen, Produkt, Reisen, was gibt Schöneres, wollen wir Appetit machen und im allerbesten Fall bucht ihr dann auch so eine Reise und erlebt es selbst vor Ort. Das ist natürlich das, was wir damit natürlich erreichen wollen. Aber man soll einfach auch einen unterhaltsamen Abend da haben. Social Media, klar, ist eine wichtige Form für uns, um uns zu vermarkten, ganz klar. Wir arbeiten mit Google AdWords, Facebook, Instagram, das sind wichtige Kommunikationsmittel fürs Dialogmarketing mit unseren Reisegästen. Das nutzen wir, wie beispielsweise hier. Da setzen wir unsere Reiseleiter in Szene oder eben auch unsere Country Manager, wie hier beispielsweise den Das war jetzt Jochen. der erste Blick mit dem schönen Regenbogen. Ich bewege mich jetzt zu den Hauptquellen, wo es natürlich auch sehr viel lauter ist mit dem dröhnenden Wasser, das hier runterstürzt, und werde dort noch weitere Aufnahmen für euch machen. Ja, das ist einfach schön. Unsere Guides, auch wenn die keine Gruppen haben oder unsere Country Manager, die haben viel zu erzählen, wenn die auf Tour sind, wenn die was planen. Und da können eben unsere Gäste Hintergrundinformationen über die Planung unserer Touren bekommen, weil wir halt auch ganz, ganz viele Geschichten hier auf der ganzen Welt zu erzählen haben. Plakatwerbung wird bei uns immer wichtiger, weil es eben auch eine Werbeform ist, wo man nicht so richtig umgehen kann. Da geht man auf der Straße raus und dann sieht man uns. Und das ist jetzt beispielsweise für eine Plakatwerbung als Beispiel in Dresden gewesen von der Kampagne. Und ja, halten wir einfach für schön, ja, weil wir eben Plakate ist für uns eine wichtige Form, weil es eben eine Werbeform ist, die man in den Städten auch wirklich sieht. Printwerbung machen wir auch noch nach wie vor, allerdings nur in wirklich renommierten Zeitungen, die uns auch zu uns passen, von der Marke her zu uns passen.
Wir sind in National Geographic drin, wir sind in Geo drin, Geo-Saison. Dann nehmen wir auch die ganzen Maya Dumont-Titel, weil die einfach was mit Reisen zu tun haben. Das ist für uns wichtig. Zeit, FAZ, Süddeutsche, Stuttgarter Zeitung, wer sie heute vertreten, können Sie was Nettes über uns schreiben. Aber wir hoffen, dass es dann aufgezeichnet wird und im Stream dann kommt. Und dann kann man im Nachhinein darüber berichten. Grüße an die Kollegen aus Stuttgart diesbezüglich. Ja, und wir verkaufen uns eben über Content Marketing. Ja, das ist eine richtige Leckerei hier. Das ist eine Tarantel im Norden von Kambodscha aufgegessen. Es schmeckt sehr, sehr lecker frittiert. Aber es gibt natürlich auch andere Nahrungsmittel hier, wo wir sich gut verköstigen können. Aber Content Marketing ist für uns was Wichtiges. Wir haben eben diese Geschichten in der ganzen Welt zu erzählen. Wir haben tolle Guides, wir haben die Country Manager, die wir haben und wir haben tolle Länder, die wir haben. Wir kennen ganz, ganz viele Menschen und diesen Content, den wollen wir eben unseren Gästen weitergeben, dass es spannende Geschichten sind, spannende Hintergrundinformationen und dabei branden wir uns so ein bisschen latent und das ist unsere Art, uns zu vermarkten. Kommen wir zum Teil 2. Nochmal ganz kurz die Fakten von World Insight. Kurz und knackig im Überblick, was macht uns aus? Ganz klar, unser Direktvertrieb, das ist eine Basis, eine wichtige Basis für unseren Erfolg. Das gibt es eigentlich sonst nicht auf dem deutschen Markt. Vielleicht noch in Nuancen, aber in dieser Unternehmensgröße, was wir haben, kenne ich persönlich keinen, der diesen Direktvertrieb so konsequent macht wie wir. Das bedeutet eben, dass wir keine Reisevermittler einsetzen, bedeutet wirklich 10-20% Einsparungen von Provisionen, die wir haben und die verteilen wir dann auf 2 Dinge, damit wir ein faires Angebot haben, einerseits für unsere Leistungsträger, andererseits auch für unsere Gäste. Das eine ist nämlich, wir können dadurch auf natürliche Weise, ohne an der Substanz sparen zu müssen, im Gegenteil, können wir 5-10% bessere Preise auf dem Markt anbieten. Und das Zweite ist, was dann letztendlich auch dem Reisegast zugutekommt, das ist das, dass wir unsere Leistungsträger 5-10% besser bezahlen können. Insbesondere auch unsere Guides und Reiseleiter, die wirklich unmittelbar am Reisegast dran sind. Die werden einmal gut behandelt und das Zweite ist auch gut bezahlt und das macht nachher wirklich die Reisen mit Herz. So ist es ein Win-to-Win für alle und so sagen wir, wir sind nicht die billigsten auf dem Markt, aber ich denke, wir können ein wirklich ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem deutschen Reisemarkt anbieten und können eine Fairness gegenüber dem Reisegast anbieten und gegenüber dem Leistungsträger. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Also wir können insgesamt ein starkes Produkt mit inhaltlich spannenden Reisen anbieten und wir haben ein ausgezeichnetes Netzwerk von internationalen Partnern, wo wir wirklich dahinter stehen. Das ist ein sehr, sehr enges Partnership. Auch das schafft eben die starke Substanz von uns und das, eine gute Substanz verbunden mit einer professionellen Vermarktung, das bringt am Ende nachher, dass wir sie sind oder auf dem Weg, wo wir sind und das ist, wir wollen die Nummer 1 für Erlebnisreisen werden, sind wir meiner Ansicht nach auch schon, wenn man die Zahlen anbelangt und ja, ist einfach ein gutes Bundle. Das war es in Kürze zu World Insight. Wir haben hier eine ganz kleine Runde, aber klein bedeutet fein. Jetzt hätte ich noch Zeit für Fragen. Hat jemand eine Frage in die Runde? Sonst sind alle wunschlos glücklich. Dann sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. War schön, dass ihr da wart und vielleicht bis zum nächsten Mal bei der nächsten Pressekonferenz hier in Stuttgart oder sonst wo auf der Welt. Vielen Dank für euer Kommen.